Herzlich willkommen zum zweiten Tutorial. Heute lackieren wir Fingernägel. Viele von euch haben mir geschrieben, ja, ich überlege schon seit vor langem, mir die Fingernägel zu lackieren aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und im Internet finde ich keine Anleitung. Und wenn es da eine Anleitung gibt, dann immer nur für Frauen, kannst du das nicht mal für Männer machen. Und das mache ich jetzt. Fingernagel-Lackier-Tutorial Nummer 1 auf der Welt. Auf die Plätze, fertig, los. Akkubatterie fast leer. Dann muss ich die Akkubatterie voller machen. So. Das Wichtigste ist, was man braucht, um sich die Fingernägel zu lackieren. Nagellack. Habe ich. Wenn ich was habe, dann ist das ein Nagellack. Und den gibt es natürlich in 1000 Farben. Und ich habe sie alle. Als erstes ist es wichtig, die richtige Farbe auszuwählen. Aber wie wähle ich die richtige Farbe aus? Das ist gar nicht so schwer. Was sind die Faktoren? Lieblingsfarbe, Farbe von Klamotten, Augenfarbe, Hautfarbe, Haarfarbe, Hutfarbe, Fraufarbe, Zimmerfarbe, Farbe. So, ich habe jetzt zum Beispiel heute ein blaues Hemd an und ich habe hier so eine rote Mütze auf und ich habe hier so eine blaue Mütze auf. So. Wichtig ist auch, dass man das, was man anzieht, schon anhat. Weil sonst das mit dem Trocknen so lang dauert und dann sieht man während dem Trocknen doof aus. Jetzt habe ich hier zum Beispiel so ein Blau, eine der wichtigsten Farben auf der ganzen Welt. Gold, Rot ist eine wichtige Farbe. So ein dreckiges Grün, Dreckgrün, Rot, anderes Rot. Cross Nova, deckender Nagellack für einen außergewöhnlichen Look. Außergewöhnlich klingt eigentlich nach mir. Andererseits ist es auch total egal, deswegen wählen wir jetzt einfach irgendwelche Farben aus. Und zwar, wir nehmen Grün, Schwarz, nicht, Pink, Rosa, Rot. Und natürlich, weil es ganz wichtig ist, was man anhat und wie ob es dazu passt, Blau, Gelb und Orange. Diese. Wir nehmen diese. Als erstes ganz wichtig, bevor man anfängt mit Lackieren, dass man die richtige Vorbereitung trifft. Wir müssen die Fingernägel zuerst nämlich vorbereiten. Die Vorbereitung besteht aus einer gründlichen Reinigung, die wir mit Nagellackentferner vornehmen werden. Hier ist eine zweite Kamera, damit ihr mal gucken könnt, wie das vom Namen aussieht. Dann alles mit drauf. Upsi. Da meine Hände. Also wir brauchen ein Tuch. Wir brauchen Nagellackentferner. Und selbst wenn man jetzt nicht so viel sieht, Dreck auf den Fingern wie bei mir, ich habe in der Regel immer sehr, sehr, sehr saubere Fingernägel. Das ist das Coole an mir, unter anderem. Und trotzdem ist es ganz gut. Ja, da ist jetzt nichts mehr drin. Naja. Egal, dann nehmen wir einfach hier so Desinfektionsmittel. Da ist da auch Alkohol drin, also keine Ahnung, wird schon gehen. So, hier Fingernägel einfach einreiben, dass da der Schmutz runtergeht. Man hat es dann immer so schön quietschen, das ist klasse, das macht richtig Spaß. Wo haben wir denn hier den Dreck? So viel Dreck ist da nämlich nicht. Und schön rubbi. Hier haben wir ein bisschen alte Farbe drauf, ganz bisschen. Und die rubbeln wir auch noch weg. Und dann haben wir uns schon ganz gut vorbereitet. Oh, da hängt was unter den Nägeln. Unter den Nägeln. Das ist nicht so schlimm, weil unter den Nägeln malen wir ja auch nicht. So, 1, 2, 3. Saubere Finger, saubere Hände. Was wollen wir? Naja, das können wir hier nachher noch verwenden zum Malen. So, wir fangen an mit der linken Hand. Hier sehen wir 5 Finger. Jetzt hole ich die Kamera mal ein bisschen näher. Entweder ist nur die Hand drauf oder ist nur das Gesicht. Kriegen wir das dann hin? Na, so vielleicht. Ich büge mich einfach hier so rein. Erster Finger, den es zu lackieren gibt, ist der linke Daumen. Und welche Farbe hat der Daumen? Grün natürlich. Grüner Daumen. Ich mach das Ding auf. Dann hat man da ziemlich viel Farbe am Pinsel, so erstmal. Das schrubbt man hier einfach so ab. Schön abstreifen, so. Jetzt sieht man, wenn man die Hand einfach so hinlegt, der Daumen, der ist schief. Das ist schlecht. Das
Deswegen müssen wir den Daumen anders lackieren, ohne dass wir können ihn nicht einfach so ablegen. Deswegen machen wir so eine Faust, Lackiererfaust und beginnen. Wir wollen natürlich den Nagel mit so wenig Schritten wie möglich lackieren. Wir wollen jetzt nicht 5-mal den hier so anpinseln, wie jemand, der nicht weiß, wie man Fingernagel anpinselt. Der Daumen ist allerdings zu dick, um das mit einem Pinselstrich einfach mal so abzuarbeiten. Keine Chance. Deswegen teilt man das auf. Wir zeigen erst einen von der Mitte bis vor und dann machen wir die anderen beiden, ziehen wir außen nach. Also erst in der Mitte bis zur Rand, dann außen und dann nochmal außen. Wenn man dann Glück hat, ist der ganze Nagellack in unserem Fall grün. Und hinten hat man noch einen Abstand zur Haut hinten. Ich schreibe mal noch ein bisschen Farbe hier drauf, zack. Abstreife, nochmal abstreife und dann einfach mal ziehen. Von außen bis ganz nach vorne. Und ihr seht, ich habe nicht an der Haut angefangen, ich habe nicht hinten an der Haut angefangen, ein Stück weiter drinnen angefangen. Das sieht man aber schon, okay, hinten ist es super dicht, vorne nicht so ganz. Egal, wir nehmen jetzt von hinten trotzdem Anlauf und ziehen einmal ganz nach vorne durch. Und das können wir mal umdrehen, weil hier scheinbar nicht mehr so viel Farbe drauf ist, aber dann setzen wir den wieder hinten an. Oh, jetzt habe ich ein bisschen verwackelt. Oh, eieiei, bisschen wenig Schwarzscheiber. So, dann machen wir nochmal das Ganze. Gucken wir, dass das hinhaut. Hier einmal ganz nach vorne, das sieht schon besser aus. Zack, nach vorne ziehen. Zack, nach vorne. Hier kann man ein bisschen nach. Das merkt ja dann auch keiner. Ja, dann kann man da so ein bisschen nacharbeiten. Schon hat man den perfekten Fingernagel Nummer 1. Der grüne Daumen. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen auf der Haut, aber das können wir nachher wegmachen. Hinten ist auch nicht so ganz, aber hey, Perfektion ist was Hässliches. Also, ist egal. Weiter geht's, Finger Nummer 2. Man kann jetzt natürlich jeden Fingernagel mit der gleichen Farbe machen, aber wo kämen wir denn dann hin? Deswegen nehmen wir für den zweiten Fingernagel eine zweite Farbe. Die ist orange. Orange ist die Farbe da. Orange ist eine Farbe. Dann machen wir auf und streifen das wieder ab. Streif. Jetzt haben wir natürlich beim letzten Mal gelernt, dass wir ein bisschen zu wenig Farbe hatten, zu viel abgestreift. Wenn man zu wenig Farbe auf dem Pinsel hat, hat man wahrscheinlich zu viel abgestreift. Der Nagel ist jetzt natürlich ein bisschen dankbarer, weil er nicht so breit ist. Da setzen wir einfach wieder hinten an. Boom, zieh nach vorne, bam. Und dann einfach von der Mitte nach außen. Baff. Und von der Mitte wieder ganz nach außen. Et voilà, zack, 3 Striche. Nagel ist lackiert. Wie macht er das nur? Macht euch keine Sorgen, ich mache das ja auch schon lange. So, jetzt haben wir hier natürlich eine Farbe, die deckt nicht zuerst so direkt. Hier jetzt nicht, ob man es sieht, aber da ist so ein bisschen nicht ganz deckend. Das ist nicht so schlimm. Da malen wir gleich einfach nochmal drüber. Aber erst lassen wir ihn ein bisschen trocknen. Bisschen trocknen. Nicht so viel. Können wir es gleich wieder versuchen. So, hier Schicht Nummer 2. Wir machen genau das gleiche. Von der Mitte nach vorne und nach außen ziehen. Und nach außen ziehen. Eieiei. Schön glatt streichen, wenn es nicht glatt ist. Naja, orange ist er aber. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt haben wir schon 2 Fingernägel. Orange, grün. Orange und grün. Damit nicht genug. Fingernagel Nummer 3. Welche Farbe könnte man neben Orange benutzen? Ganz klar, blau. Blau und Orange. Zack. Hammerkombi. Alle haben gesagt, es ist eine saugute Kombi. Da geht es im Grunde genauso weiter. Zack, zack, zack. Oh, die ist ein bisschen vertrocknet hier. Das ist schlecht. Das ist eine meiner Lieblingsfarben natürlich. Die ist schon arg verkorkst. Die tauschen wir mal aus. Nächste Farbe. Hellblau. Oi, ja. Oh, ist besser. Ja, die kann man verwenden. Gleiches Spiel. Mittelfinger. Hinten in der Mitte anfangen, nach vorne ziehen. Oh, da sieht man auch gleich, die Farbe deckt hervorragend. Außen, außen und ganz durchziehen. Jetzt habe ich nicht ganz bis vorne geschafft. Das ist schlecht. Da verbessern wir einfach vorne so ein bisschen die Spitze. Schon sieht's aus wie beim Profi. Das ist toll. Jetzt geht die nicht richtig zu hier. Boah, total verpappt. Gleicher Vorgang, nächster Finger. Ringfinger. Ringfinger wird ein pinker Finger. Die ist noch gut flüssig hier. Zack, zack. Farbe drauf. Fingernagel einmal nach vorne, einmal zur Seite. Wow, sieht gut aus. Wieder ein bisschen auf die Haut gemalt, aber im Grunde alles im grünen Bereich hier. Jetzt haben wir hier bunte Fingernägel. Sieht man das? Orange, blau, rosa, dunkelgrün, orange, blau, rosa und der grüne Daumen. Gut. Weiter. Gelb. Neongelb. Die Schwierigkeit bei Neongelb ist, das weiß ich jetzt schon, die deckt nicht. Deswegen brauchen wir für Neongelb eine Lackierung, die da drunter kommt. Eine Basislackierung. Weiß. Also, wir grundieren mit Weiß vor. Das machen wir hier wieder abstreifen. Der kleine Finger ist natürlich der dankbarste, auch weil er am kleinsten ist. Da können wir einfach mit einem Ding drüber. Und wunderschön ist der kleine Finger.
Wir machen heute nur einfarbige Fingernägel. Man kann natürlich jeden Finger auch mit mehreren Farben lackieren. Man kann jeden Finger mit mehreren Schichten lackieren, was wir ja jetzt machen müssen bei dem kleinen Weißen. Aber ansonsten lassen wir es heute erstmal einfach. Geduld ist die Tugend des Fingernagel-Lackierers. Fingernagel-Lackierers. Was ihr auf keinen Fall machen sollt, ist irgendwie diese... Das sieht jetzt komisch aus. Was nichts bringt übrigens, ist, wenn die Fingernägel lackiert sind und beim Trocknen man die dann so rumfuchtelt. Und glaubt, wenn man das anpustet oder so, dass es was bringt. Bringt nämlich nichts. Bringt gar nichts. So, das Einzige, was du machst, du spuckst dir auf die Finger, dann hast du so Blubberbläschen auf dem Nagellack und das willst du nicht. Und außerdem kannst du dir dann noch so Staub und so kannst du dann auch noch, hast du am Ende hast du dir dann komplett die Fingernägel ruiniert. Und schneller geht's auch nicht. Fingernägel lackieren. Man muss einfach warten. Auf dem Nagellack steht dann manchmal auch drauf, wie lange der braucht, bis der getrocknet ist, auf dem hier aber nicht. Lasts up to 7 days. Glaubt dem kein Wort, ey. Du kannst natürlich die jetzt auf den Boden legen und warten, bis die 7 Tage vorbei sind, deine Hand irgendwo in den Kleiderschrank einsperren und dann hoffen, dass dann kannst du deine Hand nach 7 Tagen rausholen und dann stimmt es vielleicht. Aber im echten Leben hast du keine Chance, dass dein Nagellack 7 Tage hält. Im Leben nicht. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Weiß getrocknet ist und dass wir jetzt mit Gelb drüber gehen können. Dieses Neongelb fetzt. Das kann man mal sagen. Drauf, ansetzen, rüberziehen. Pam, 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 pam. Hat man das gesehen? Pam, pam, pam. Gelb, 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 gelb. Wow. Gelb, 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 gelb. Gelb, 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 gelb. Gelb, 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 gelb. So, damit wäre die eine Hand fertig. Sieht doch klasse aus. Teil 2 des Tutorials. Die rechte Hand.